Es war bereits Mitte Dezember und das verschneite Dorf Altenfrost erstrahlte in einem sanften Glanz, wie man ihn nur zur Weihnachtszeit erleben konnte. Jedes Haus war aufwendig geschmückt. Die Fenster waren mit goldenen Sternen bedeckt und von den Dächern hingen glitzernde Eiszapfen, die im Licht der flackernden Straßenlaternen glitzerten. Die Luft war erfüllt vom Klang fröhlicher Weihnachtslieder und dem Duft von frisch gebackenem Lebkuchen, der durch die Straßen zog. Für die Bewohner des kleinen Dorfes war diese Zeit immer etwas Magisches, aber dieses Jahr sollte es besonders werden. Sie wussten es nur noch nicht. In einem verwinkelten Häuschen am Ende der Hauptstraße lebte die alte Frau Lindenbaum. Eine freundliche, bescheidene Dame um die 70. Sie war allgemein bekannt für ihre Großherzigkeit und ihren Hang zur Romantik, besonders zur Weihnachtszeit. Obwohl ihre eigenen Kinder längst in fernen Städten lebten und ihre Besuche immer seltener geworden waren, machte sie aus Weihnachten jedes Jahr ein spektakuläres Fest. Nicht für sich selbst, sondern für die Menschen im Dorf. Dieses Jahr hatte sie etwas ganz Besonderes vor. Ein alter Nachbar, Herr Gruber, hatte ihr Anfang Dezember erzählt, dass er seit Jahren keine richtige Weihnachtszeit mehr erlebt habe. Es ist, als wäre der Zauber verschwunden, sagte er bitter und wandte den Kopf zur Seite, fast so, als schämte er sich, das überhaupt zuzugeben. Frau Lindenbaum hatte diesen Moment nicht vergessen. Sie hatte beschlossen, dass sie alles daran setzen würde, ihn und auch den Rest des Dorfes daran zu erinnern, was Weihnachten bedeutete. Der große Weihnachtsabend sollte am 24. Dezember in der alten Scheune des Dorfes gefeiert werden, einem Ort, der seit Jahren nur noch als Lagerraum genutzt wurde. Die Dorfgemeinschaft hatte lange gezögert, irgendwelche Feierlichkeiten dort abzuhalten, da die Scheune in einem trostlosen Zustand war. Doch Frau Lindenbaum hatte es irgendwie geschafft, alle zu überzeugen. Und schon wenige Tage später packten die Dorfbewohner mit an. Lichterketten und Kerzen wurden angebracht, alte Möbel herausgeputzt und Tannenzweige mit roten Schleifen aufgehängt. Nach und nach verwandelte sich die alte Scheune in einen Ort voller Wärme und festlichem Glanz. Während die Vorbereitungen liefen, geschah etwas Sonderbares. Die Menschen, die sich sonst meist in ihre eigenen Angelegenheiten vertieft hatten, begannen plötzlich wieder miteinander zu sprechen. Die alte Scheune wurde zum Treffpunkt für Jung und Alt. Kinder lachten, während sie halfen, den Weihnachtsbaum zu schmücken, und Erwachsene, die sich jahrelang kaum gegrüßt hatten, fanden plötzlich wieder Zeit füreinander. Frau Lindenbaum beobachtete das Geschehen mit einem sanften Lächeln. Der Zauber ist bereits da, dachte sie bei sich. Doch sie wusste, dass noch ein Puzzlestück fehlte. Am Abend des 24. Dezember war die Scheune kaum wiederzuerkennen. In der Mitte stand ein prächtiger Weihnachtsbaum, der fast bis zur Decke reichte, geschmückt mit glitzerndem Lametta, Glasornamenten und einer leuchtenden weißen Sternenspitze. Die Tische waren bedeckt mit roten Tischdecken und kleinen Lichterarrangements. Kinder rannten mit rosigen Wangen umher, Erwachsenen schenkten Glühwein aus großen Kesseln und in einem kleinen Eck spielte eine improvisierte Dorfkapelle »Stille Nacht, heilige Nacht«. Doch das Beste kam erst noch. Kurz bevor das Festessen serviert werden sollte, klatschte Frau Lindenbaum in die Hände, um die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen. Ihre Augen funkelten vor Vorfreude, als sie sprach. »Liebe Freunde«, begann sie, »ich weiß, dass dieses Jahr nicht für alle von uns leicht war. Manche von uns haben Verluste erlitten, sind von Sorgen geplagt oder fühlen sich einsam. Aber all das zählt heute Abend nicht. Heute wollen wir uns daran erinnern, was Weihnachten wirklich ausmacht. Liebe, Gemeinschaft und die Hingabe, anderen Freude zu bereiten.« Ein leises Murmeln ging durch die Menge, als sich die Dorfbewohner einander ansahen. Selbst Herr Gruber, der anfangs skeptisch am Rand gestanden hatte, lächelte leicht. »Aber das ist noch nicht alles«, fuhr Frau Lindenbaum fort.
Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Während die Dorfbewohner noch staunten, näherte sich Frau Lindenbaum mit einem alten Buch und stellte sich direkt vor den Weihnachtsbaum. Ich habe ein altes Gedicht, das seit Generationen in meiner Familie weitergegeben wurde, und ich möchte es heute Abend mit euch teilen. Mit klarer, warmer Stimme begann sie zu lesen. Ein Lächeln, das die Stille bricht. Ein Wort, das Hoffnung sacht verspricht. Ein Handgriff dort, wo Lasten schwer, macht Herzen leicht, gibt Liebe her. Ein Dank, gesprochen oder gedacht, hat mehr als Gold und Glanz gebracht. Es seht in Seele, Herz und Sinn. Den Frieden, der beginnt darin. Ein Tropfen nur im weiten Meer scheint wenig, gibt dir dennoch mehr. Denn Hingabe, ob still, verborgen, schafft Licht im Dunkel, Halt im Morgen. So glaube stets, dass jedes Tun, mag noch so klein, im Heute ruhen, die Welt ein Stück zum Guten lenkt. Wenn's mit dem Herzen wird geschenkt. Es braucht nicht viel, doch was du gibst, zeigt, dass du deine Welt auch liebst. Denn wo die Liebe leise spricht, entsteht ein Band aus zartem Licht. Es war ein ergreifendes Gedicht über die Kraft der Hingabe, über die Bedeutung von Dankbarkeit und Nächstenliebe und über den Glauben, dass selbst die kleinsten Gesten Großes bewirken können. Am Ende ihrer Lesung herrschte ein Moment der Stille. Viele hatten Tränen in den Augen, nicht vor Traurigkeit, sondern vor einer tiefen, unerklärlichen Rührung. Die Worte hatten in jedem eine Kraft ausgelöst, welche sie an die tiefe Verbundenheit und Liebe mit allem erinnerte. Der Abend mit Tänzen, Gesprächen und viel Lachen dauerte an, aber niemand wollte nach Hause gehen. Gegen Mitternacht trat Herr Gruber leise an Frau Lindenbaum heran. »Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben«, sagte er mit belegter Stimme, »aber ich fühle mich heute wie ein neuer Mensch. Ich hatte vergessen, wie es sich anfühlt, wahrhaft miteinander verbunden zu sein.« Die alte Frau lächelte. »Das haben nicht meine Taten bewirkt«, antwortete sie sanft. »Es war die Liebe, die jeder einzelne von euch mitgebracht hat. In dieser Nacht gingen die Menschen von Altenfrost mit erfüllten Herzen nach Hause. Der Schnee fiel leise vom Himmel, bedeckte die Welt wie eine unschuldige Decke aus Weiß, und die Lichter aus der Scheune erhellten noch lange die Dunkelheit. Weihnacht war an diesem Abend nicht nur ein Fest, es war ein Gefühl der Verbundenheit, eine Erinnerung an die Liebe und eine Verheißung für die Zukunft.